Hallo Tierfreunde! Als im Mai 2015 zwei Männer aus dem Südosten Kanadas zum Fischen aufbrachen, ahnten sie noch nicht, was sie an diesem Tag Unglaubliches erleben würden. Sie wollten einen Hecht oder einen Barsch fangen, doch was sie am Ende im Wasser zappeln sahen, war kein Fisch, sondern ein ganz anderes Tier. Vergesse nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Tiergeschichten mehr zu verpassen. Zwei Fischer waren mit ihrem Boot auf einem See und wollten gerade die Angelruten auswerfen, als sie plötzlich ein seltsames Geräusch hörten, das aus dem seichten Gewässer kam. Es hörte sich an wie ein Schrei und die beiden Männer waren sicher, ein Fisch konnte das nicht sein. Die Fischer beschlossen dem Ganzen auf den Grund zu gehen und tatsächlich, nur ein paar Dutzend Meter von ihrem Boot entfernt sahen die Fischer ein kleines Elchkalb. Aber nicht am Ufer. Es befand sich im See und schlug verzweifelt mit den Hufen auf das Wasser. Die Mutter des Tieres rannte panisch am Ufer herum, konnte dem Kleinen aber nicht helfen. Sie versuchte immer wieder, sich dem Wasser zu nähern, aber ihre dünnen Beine mit Hufen waren schlecht gerüstet, um den steilen Abhang hinabzuklettern. Als die Fischer sich näherten, starrte die Elchkuh die Männer an. Die Angler begannen zu überlegen, was sie tun sollten. Sollten sie dem zu ertrinken drohenden Baby helfen? Aber dann könnte die Elchmutter die beiden angreifen, aus Angst, sie könnten ihrem Jungen etwas tun. Oder sollten sie besser nicht in die Situation eingreifen und weiterfischen? Sie entschieden sich nach langem Hin und Her schließlich für Letzteres, aber installierten vor Ort eine Videokamera, die sie dabei hatten, um die Szene aufzunehmen und später ansehen zu können. Die Gefahr war zu groß, dass der Elch die beiden angreifen würde, um ihr Baby zu schützen. Danach entfernten sie sich von der Unglücksstelle. Der Tag verlief wie gewohnt und die Angler warfen ihre Leinen aus und begannen auf ihren Fang zu warten. Trotzdem bekamen sie das Elchbaby natürlich nicht aus dem Kopf und fragten sich, ob es von der Mutter gerettet werden konnte. Schließlich hielten die Männer es nicht mehr aus und ruderten zum Unfallort, um nachzusehen, ob nun alles okay sei. Doch was sie dann sahen, erstaunte sie. Die Elchmutter war nirgends aufzufinden und das Kalb zappelte noch immer im Wasser und versuchte an Land zu kommen. Und das seit bereits mehr als einer Stunde. Die Männer bemerkten, dass das Kalb langsam am Ende seiner Kräfte war und wussten, dass wenn sie nicht handeln würden, es bald ertrinken würde. Deshalb fuhren die Angler mit ihrem Boot zum Kalb. Dieses war natürlich sehr ängstlich und die Männer konnten die Panik in den Augen des Tieres sehen. Einer der Männer näherte sich schließlich dem Kalb und streckte ihm seine Hand entgegen. Dieses schreckte allerdings zurück und verstand nicht, dass die Fremden ihm helfen wollten. Die Rettung versprach schwierig zu werden. Doch am Ende gelang es den Männern glücklicherweise mit großer Mühe, das total erschöpfte Kalb ins Boot zu ziehen. Dann stellte sich jedoch eine entscheidende Frage. Was sollten sie nun mit dem Tier machen? Sie wussten nicht, wo das Muttertier hingegangen ist. Hatte sie ihr Kind einfach im Stich gelassen? Oder beobachtete sie möglicherweise irgendwo aus der Ferne die Rettungsaktion? Aber die Fischer konnten das kleine Tier auch nicht einfach alleine lassen. In freier Wildbahn würde es ohne Hilfe mit hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich schnell sterben. Immer noch unschlüssig, was sie tun sollten, trugen die Männer das Kalb auf den festen Boden ans Ufer. Der Kleine war total erschöpft und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Schließlich beschlossen die Fischer nach Hause zurückzukehren. Die Elchmutter war zwar noch nicht aufgetaucht, aber sie hofften, dass sie es bald tun würde. Ob das Tier wieder zu seiner Mutter gefunden hat, bleibt nur zu hoffen. Hättest du genauso gehandelt wie die Männer oder hättest du anders reagiert? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Schau dir rechts ein Video von einem Hund an, der hinter einem Zaun weinte und wie eine Frau ihm das Leben rettete.